Herzlich willkommen zur ersten Weekly Talk Folge im Jahre 2026. Traditionell mit einem kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr und einer Vorschau auf das, was wir so vorhaben. Wir sind tatsächlich etwas später dran als gewöhnlich. Das vergangene Jahr war anstrengend, anstrengender, als wir uns das vorgestellt haben. Hat den Kollegen und allen der gesamten Mannschaft viel abverlangt. Und deshalb haben wir uns zum Start in das neue Jahr eine etwas längere Auszeit gegönnt. Heute geht es ein bisschen um Weekly Talk, wie sich das Format im vergangenen Jahr entwickelt hat, mit welchen Inhalten wir uns auseinandergesetzt haben. Der Weekly Talk oder den Weekly Talk gibt es ja schon seit 2022 und wir haben damals tatsächlich nicht damit gerechnet, dass sich daraus so ein eigenes Format etabliert. Wir haben viele Sachen ausprobiert in den vergangenen 3,5 Jahren. Übrig geblieben ist eigentlich, dass der Weekly Talk über unsere Webseite präsentiert wird und parallel natürlich auch auf YouTube. Natürlich auch, weil YouTube schon ein sehr, sehr interessanter Kanal ist, um neue Interessenten, neue Besucher zu gewinnen. Gleichwohl steht YouTube nicht komplett im Fokus. Wir wollen kein Influencer werden, sondern es geht tatsächlich einfach darum, die Videos über diesen Weg ein bisschen breiter zu streuen, das zu nutzen. Wir sind auch einigermaßen stolz. Wir haben 5000 Follower oder die 5000 Follower-Marke im letzten Jahr gerissen. Das heißt, wir sind da auf einem sehr guten Weg, haben insgesamt 40 Folgen produziert mit knapp 15 Stunden Videolaufzeit und haben so zwischen 14.000 und 15.000 Ansichten, Views auf die einzelnen Videos zählen können, was insgesamt ein recht ordentliches Ergebnis ist. Die Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben, sind eigentlich sehr vielfältig. Wir können hier einfach mal gleich reingucken. Die Themen sind eigentlich nicht geplant, sondern wir überlegen uns quasi immer unterjährig, dynamisch, was ist gerade interessant, was bewegt uns gerade oder in welchen Projektthemen sind wir gerade unterwegs, nehmen das auf und thematisieren das dann quasi in den Weekly Talk Folgen. Wir können ja mal einen Blick drauf werfen. Wir haben die Folgen kategorisiert. KI war natürlich ein großes Thema mit 10, 11 Folgen. Data Science, Data Intelligence, alles was mit Microsoft, dem Microsoft-Ökosystem, Power Platform, Power Automate zu tun hat. Ja, Softwareentwicklung ist fast ein bisschen zu kurz gekommen. Immerhin ein Hardcore-Thema mit der Programmierung C++. Insights, woran arbeitest du gerade, ist eine beliebte Folge, wo immer viele Zuschauer dabei sind, die sich potenziell für eine Stelle bei uns interessieren oder für eine Mitarbeit bei uns interessieren. Und ein bisschen Vermischtes und Zeitgeist, da sind mir die Folgen, wo es um die Retro-IT geht, immer die liebsten. Also insgesamt ein schöner Spiegel, was wir so alles gemacht haben und wie wir sozusagen über unsere Projekte gesteuert sind, was die Themen innerhalb des Weekly Talks ausmacht. Alles, wie gesagt, dynamisch abgestimmt. Besonders spannend, unsere erfolgreichste Folge war die Nummer 130. Nach 22 Jahren geht Skype vom Netz. Das Thema hat mit rund 877 Views und weit über 30 Likes, das ist für uns relativ viel, offenbar einen echten Nerv getroffen. Also so ein bisschen Rückmeldung von den Benutzern. Also sind die denn zufrieden, wenn man einfach mal in diese Richtung sich bewegt? Also sind sie zufrieden mit den technischen Möglichkeiten von Teams, mit der Qualität der Anrufe und dem ganzen Kram? Ich würde Du sagen, hast ja. zu lange nachgedacht. Ich würde sagen, ja, ich habe zu lange nachgedacht. Ja, der gute Jens, ich kenne niemanden, der sich so gut mit Infrastrukturfragestellungen rund um das Microsoft-Ökosystem auskennt, wie der liebe Kollege. Dann kommen wir jetzt zu den Highlights oder zu meinen Highlights. Das waren insgesamt 2 Folgen. Die erste, Virtual Reality, da setzen wir uns ja seit Jahr und Tag mit auseinander. Nach dem Hype der letzten Jahre, Metaverse hin und her, hat sich eigentlich in den letzten, ja, kann man sagen, 2 bis 3 Jahren herauskristallisiert, dass es bei der Rekonstruktion, bei der dreidimensionalen Rekonstruktion von historischen Gebäuden, von Gebäuden, die es nicht mehr gibt, den größten Mehrwert für diese Technologie gibt. Und da haben wir im vergangenen Jahr das Philippinum hier in Marburg, das ehemalige Schulgebäude, nachentwickelt, nachgebaut. Und dazu hat es eine schöne Folge zusammen mit Johannes gegeben. Also ich mache das dann jetzt auch einmal. So, wir schalten dann um. Und wir stehen jetzt tatsächlich direkt vor dem Gebäude. Wo sind wir da genau, Johannes? Wir stehen jetzt in der Untergasse, also hier unten. Ich empfehle jedem, das mal auszuprobieren. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man eine VR-Brille aufsetzt. Man hat prinzipiell das Gefühl, man steht vor dem Gebäude und die
Die Zeit ist stehen geblieben und man kann sich tatsächlich in die Ära zurückversetzen, wo das Gebäude tatsächlich noch Bestand hatte. Ja, und die zweite Folge, Ja, da gefällt mir ein Gespräch mit einem Kunden, das ich ich glaube, schon ein Jahr her geführt habe, und der sagt: Markus, weißt du, das Gute bei euch ist, ich muss euch nicht erklären, was Pharmakovigilanz ist. Also das heißt, das, was uns ja stark macht oder was letztendlich auch ein Projekt erfolgreich macht. Und das Erste, wenn ich jemandem helfen will, ich muss ihn verstehen. Und das heißt, die gleiche Sprache zu sprechen, zu wissen, von was er redet. und das hat wunderbar aufgezeigt, wie uns Menschen von außen betrachten, wenn man in der eigenen Suppe schwimmt, wenn man jeden Tag mit Fragestellungen sich beschäftigt, die vielleicht eine besondere Bedeutung oder eigentlich gar nicht so eine besondere Bedeutung haben, dann ist es einfach sehr, wie soll man sagen, sehr erfreulich, wenn man von außen als besonderer Spezialist gesehen wird. Also das war wunderbar. So, dann kommen wir jetzt zum Schluss dieser kurzen Folge. Noch zu dem, was wir uns ausgedacht haben, um das Format weiterzuentwickeln. Wir wollen das, was wir letztes Jahr schon mal so ein bisschen angeteasert haben, mehr Gäste einladen. Vielleicht auch mal unbequeme Stimmen, die uns vielleicht ein bisschen kritischer sehen. Also das wird es auf jeden Fall geben. Wir wollen einen ganz kleinen Shift in der, wie soll man sagen, in der Bezeichnung des Weekly Talks vornehmen. Also es wird zukünftig Strategy- oder Strategiefolgen geben, damit man ganz klar erkennen kann, worum es inhaltlich geht. Und demgegenüber wird es Technikfolgen geben, die wir Weekly Talk Tech nennen. Die dritte Änderung wird sein, dass wir so etwas wie ein Ask Me Anything-Format einmal pro Quartal durchführen werden. Da können Sie uns Fragen stellen, die nach dem Motto, was ich schon immer mal einen Inosoft-Entwickler fragen wollte, dass dann die Fragen dann über unsere Webseite einstellen oder über LinkedIn. Das wird alles rechtzeitig bekannt gegeben. Und dann werden wir gemeinsam diese Fragen live oder mehr oder weniger live, weil wir zeichnen ja in der Regel auf, werden wir diese Fragen dann beantworten und mal schauen, was dabei rauskommt. Und wir haben angefangen, mit Kapitelmarken zu arbeiten. Das heißt, zukünftig werden alle Folgen auf der YouTube und natürlich auch auf unserer Webseite mit Kapitelmarken ausgestattet sein, sodass man sich relativ zügig über die Inhalte auseinandersetzen kann, informieren kann und dann ganz gezielt an eine bestimmte Stelle springen kann, sich zu informieren und quasi nicht das gesamte Video anschauen zu müssen. So, das war's für heute. Relativ kurz und knapp, aber ich glaube, das Wesentliche oder das, worüber wir uns Gedanken gemacht haben, ist rübergekommen. Ich freue mich auf jeden Fall weiterhin auf ein interessantes Jahr. Ich freue mich auf möglicherweise ein bisschen mehr Feedback, ein bisschen mehr Diskussion mit Ihnen, mit euch da draußen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen und bis zur nächsten Folge, nächsten Donnerstag, 16 Uhr.